Die türkische Lira geht in Position, schafft sie unter Erdogan den historischen Absturz und dass die Lira auch schon im freien Fall. Unglaublich, was für ein Moment, Gänsehaut, die türkische Lira ist am Boden angekommen. So schnell kann's gehen. Bei den Wahlen vor wenigen Wochen noch der stolze Gewinner, aber mittlerweile durch den Währungsabsturz schon wieder der große Verlierer. Verlierer, checkt ihr's, Verlierer! Gott, war das schlecht. Miese Sache jedenfalls. Die türkische Lira verliert stark an Wert, mehr als 45% seit Jahresbeginn. Zwischenzeitlich mussten mehr als 8 Lira für 1 Euro gezahlt werden. Es ist eine Krise wie aus dem Lehrbuch. In einer überhitzenden Wirtschaft mit Wachstum auf Pump gerät die Inflation aus dem Ruder. Aber anstatt diese recht simple Erklärung zu akzeptieren, schimpft Erdogan über eine Verschwörung gegen die Türkei durch die internationale Finanzlobby. Geheimnisvolle, unsichtbare Feinde haben es wieder mal auf ihn abgesehen. Aber der gute alte, paranoide "Sie sind hinter mir" Erdogan hat einen idiotensicheren Plan geschmiedet, wie er dieser heimtückischen Attacke begegnen kann. Und zwar soll nichts an der eigenen Politik geändert werden, die ja das alles erst möglich gemacht hat, sondern die Kritiker sollen einfach ihre Fresse halten. Die Türkei will negative Kommentare zur Wirtschaft bestrafen. Der Wirtschaft gehe es gut. Wer etwas anderes sagt, macht sich laut Innenministerium strafbar. Das hat im System Erdogan bisher noch immer funktioniert. Leute, die nicht bedingungslos abfeiern, egal was er tut, sind Terroristen. Kein Scherz. Erdogan nennt sie Wirtschaftsterroristen. Sie hätten Verrat begangen. Und ganz ehrlich, es läuft ja nicht überall schlecht. Ja? Also ein paar Geschäfte in der Türkei können sich vor Kunden in letzter Zeit kaum retten. Die Luxusläden in der Türkei werden von Touristen momentan überrannt, weil die türkische Währung so am Boden ist, dass man als Ausländer mittlerweile bei Louis Vuitton zu Zara-Preisen einkauft. Früher hat man die Gucci-Gürtel noch gefälscht aus der Türkei mitgebracht. Mittlerweile reicht es auch fürs Original. Ja, also danke Erdogan, Spitzensache. Und das ist natürlich vor allen Dingen eine super Nachricht für diejenigen, die in Deutschland leben, aber in der Türkei Erdogan gewählt haben. Das ist natürlich jetzt Bombe gelaufen, Leute. Wirklich, ja. Wenn ihr jetzt einmal im Jahr im Türkei-Urlaub seid, da könnt ihr auch richtig dicke Hosen machen. Ja, also klasse. Aber für diejenigen, die wirklich in der Türkei leben, für die ist dieser rasante Wertverlust alles andere als toll. Und die tippitoppi Ratschläge ihres Präsidenten, wie sie denn damit klarkommen sollen, die können sie sich eigentlich auch direkt in die Haare schmieren. Die Reden Erdogans werden immer irrationaler. Erdogan hat beispielsweise türkische Unternehmen aktuell davor gewarnt, Bankrott anzumelden. Das ist vergleichbar mit einem Chefarzt, der seine Patienten auf der Intensivstation davor warnt, zu sterben. Aber wirklich, du bist todkrank, stirb halt einfach nicht. Du bist zahlungsunfähig, geh halt einfach nicht pleite. Danke für den Tipp. Es muss sich was ändern, denn sonst könnte es bald richtig bedrohlich werden. Wenn die türkische Lira weiter an Wert verliert, dann könnten bald die türkischen Banken ins Trudeln kommen. Und wenn das passiert, dann müsste eigentlich finanzkräftig der türkische Staat rettend einspringen. Das Problem in der Sache ist nur, die Devisenreserven der Türkei reichen gerade noch 4 Monate aus, um die Finanzierungsbedürfnisse des Landes zu decken. Und mit jedem Tag, an dem Erdogan sich beleidigt der wirtschaftlichen Realität verweigert, erhöht sich das Risiko von Zahlungsausfällen und Massenpleiten in der Türkei. Wobei, das geben natürlich auch bei allen negativen Effekten eine sehr schöne positive Chance für ihn. Erdogan lässt die Lira komplett absaufen, danach gibt er einfach eine neue Währung raus und kann sich dann direkt auch noch selbst auf die Scheine drucken lassen. Ja, also das traue ich ihm auch noch zu. Hauptsache weg mit allen Erinnerungen an Atatürk und eine säkulare Gesellschaft. Erdogan hat einmal gesagt, die Demokratie ist der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Und das Mysteriöse ist jetzt nur, solange er auf diesem Demokratiezug mitgefahren ist und den Leuten ihre Freiheiten gelassen hat, solange ging es für die Türkei eigentlich immer nur nach vorne. Aber seitdem er von diesem Demokratiezug wieder abgesprungen ist und ihn in der gesamten Türkei regelrecht zum Stillstand gebracht hat, seitdem, Überraschung, kommt wieder ein Problem nach dem anderen. Und vielleicht sollte ihm das wirklich mal zu denken geben.